Ja, also mein Name ist Mayra Chaudhry. Ich bin gebürtige Augsburgerin. Meine Eltern sind aus Pakistan eingewandert. Ich habe insgesamt 3 Geschwister. Mittlerweile bin ich auch Mama von einer wunderbaren Tochter und ja, arbeite selber im Finanzbereich und bin aber leidenschaftlich Autorin. Es ist mein Buch. Genau, hat einen ganz besonderen Titel, Secondary Security Screening Selection. Also das sind 4 S. Und diese 4 S, die waren gedruckt auf meiner Bordkarte, als mein Mann und ich nach New York fliegen wollten. Ich habe dann auch am Terminal nachgefragt, wieso ich diese 4 S auf meiner Karte stehen habe. Also man hat dann zu mir gesagt, es ist ich wurde durch Zufallsprinzip ausgewählt vom Flughafen oder beziehungsweise von der Fluggesellschaft und hat wirklich gar keine persönlichen Gründe oder sonst irgendwas und ich muss einfach ein besonderes Sicherheitsverfahren durchlaufen, bis ich nach Amerika komme. Und das war nicht so einfach. Der erste Punkt war ja diese 4S erstmal und darauf hat dann dieses Buch aufgebaut. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe in dem Buch sehr viel über meine Vergangenheit geschrieben. Vor allem aus meinem Schulleben, weil mir ist erst später bewusst geworden, also tatsächlich erst in der Elternzeit, als ich zu Hause war und ich sag mal so Zeit hatte, um die Dinge auch mal sacken zu lassen, Revue passieren zu lassen, was alles passiert ist im Leben. Und dann kommt man erst auf bestimmte Punkte, was in einem Leben überhaupt passiert ist. Und ich muss leider sagen, es ist immer noch der Fall, dass sehr viele Schüler mit Einwanderungsgeschichte Diskriminierung und Rassismus erleben im Schulleben. Jetzt, wenn ich zurückblicke, war es schon eine sehr anstrengende Zeit. Als Kind natürlich noch mal einen Ticken mehr, wenn die Eltern auch nicht so gut Deutsch verstehen, wenn du ja auch wenig Ansprechpersonen hast, mit denen du drüber sprechen kannst und du erst im Erwachsenenalter überhaupt begreifst, was damals in der Schulzeit mit dir passiert ist. Und ich greife im Buch ja, sehr viel auf, was in meiner Vergangenheit passiert ist, was ich da auch für Konfrontationen in meinem Leben hatte. Und ich muss sagen, auch wenn ich heute noch mit Eltern spreche, deren Kinder in die Schule gehen, also Eltern, die auch eine Einwanderungsgeschichte haben, dann muss ich sagen, es wiederholt sich immer noch, obwohl jetzt meine Schulzeit schon etliche Jahre her ist. Es hat sich im Bildungssystem leider nicht viel verändert und es ist wichtig, dass wir wirklich im Bildungssystem anpacken, um auch diese Probleme zu beseitigen, dass Schüler sich einfach wohlfühlen in der Schule und dass Bildung auch Spaß macht, ohne Hindernisse, ohne Diskriminierung, dass jeder wirklich auch gleich behandelt wird im Schulbereich. Also würde mein jüngeres Selbst mich heute sehen, dann würde sagen, stark, was aus dir geworden ist, dass du was aus dir gemacht hast. Und rückblickend, also andersrum, ja, ist schwierig, weil ich kann auch niemandem für irgendwas die Schuld geben. Es waren einfach die Umstände, die so sind, in denen wir groß geworden sind. Und dafür muss ich aber sagen, es ist echt stark, dass wir heute viel, viel, viel mehr Stimmen haben, die sich dafür einsetzen. Wir brauchen starke Vorbilder für die Generation, die heute aufwächst, die heute vor allem im Grundschulalter, für die brauchen wir starke Vorbilder, an die sie sich auch wenden können und zu denen sie hinaufschauen. Also ich glaube, so die Kernbotschaft ist, dass Vielfalt unsere Stärke ist und dass wir Vielfalt oder Unterschiede nicht als Hindernisse oder Problem darstellen sollten. Also wir dürfen uns nicht irgendwelche Mauern errichten, sondern wir müssen diese Mauern brechen, Brücken bauen, wir müssen aufeinander zugehen, wir müssen offener füreinander werden und Respekt ist das Allerwichtigste. Also wenn wir anfangen, die Menschen zu respektieren, wie sie sind, mit ihren Backgrounds, mit ihrer Geschichte, mit ihrem, was sie einfach zu erzählen haben. Wir müssen den Menschen zuhören, das ist, glaube ich, immer ganz, ganz, ganz wichtig, damit wir sie auch verstehen. Und wir müssen wirklich Vorurteile abbauen. Wir müssen versuchen, die Menschen zu verstehen. Und dafür ist Kommunikation, glaube ich, das Allerwichtigste.